Hallo zusammen, das heutige Video ist perfekt für Anfänger, denn ich erkläre ausführlich, was binäre Optionen sind, wie man damit Geld verdient und welche Strategien dabei helfen können. Gute Nachrichten, der erste Gewinn ist schon da und während ich nach 9 Einstiegspunkten suche, verpassen Sie nicht die Chance, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Dort gibt es Handelssignale, Echtzeit-Livestreams und noch mehr andere interessante und nützliche Inhalte. Der Link finden Sie in der Beschreibung. Machen Sie Geld mit mir! Hallo zusammen, heute vergleichen wir den Handel mit binären Optionen und Forex. Wir werden über die Unterschiede sprechen und sehen, wo es einfacher und bequemer ist zu handeln. Also wir machen alles über den Broker Pocket Option, sowohl binäre Optionen auch aus Forex sind hier verfügbar. Der Link steht in der Beschreibung und lassen Sie uns endlich den Unterschied zwischen den beiden Handelsarten herausfinden und entscheiden, was besser ist. Beginnen wir mit den binären Optionen. So hier müssen wir 3 Dinge tun. Erstens den Betrag des Geschäfts zu bestimmen, der zweite den Verfallszeitpunkt zu bestimmen und der dritte Schritt ist die Vorhersage, wohin der Preis gehen wird. Lassen Sie uns ein Geschäft mit einer beliebigen Basisstrategie als Beispiel machen. Ich schließe also einen Handel nach oben für eine Minute ab. Ich habe die einfachste Strategie namens Abprallen vom Niveaus verwendet. In diesem Fall ist es ein Unterstützungsniveau. Also wir sehen, dass der Preis bereits zweimal auf dieses Niveau reagiert hat und wir sehen, dass der Kurs auch jetzt wieder nach oben reagiert hat. Die Auszahlungen für binäre Optionen sind fixiert. Wenn wir ein Geschäft mit Gewinn abschließen, egal ob der Vorsprung 1 Punkt oder 100 beträgt, verdienen wir in jedem Fall 92% Gewinn. Dasselbe gilt für Verluste. Also verliert unser Geschäft mit einem Nachteil von 1 Punkt oder 100 Punkten, die Höhe unseres Verlustes entspricht in jedem Fall dem Betrag unseres Geschäfts. Ich hoffe, das ist klar. Übrigens, unser Geschäft ist zuversichtlich mit Gewinn ab. Ich mache einen weiteren Deal, diesmal nach oben. Dieselbe Strategie, wir sehen dieses Niveau. Der Kurs reagiert darauf. Deshalb habe ich in diesem Fall ein Geschäft nach oben abgeschlossen. Normalerweise werden bei binären Optionen kurze Zeitrahmen verwendet. Also die meiste Zeit werden Geschäfte aufgrund von Vorhersagen kleine Preisbewegungen getätigt. Ich hoffe, das ist auch klar. Warten wir auf das Ergebnis. Das zweite Geschäft schließt mit Gewinn ab. Ich schließe einen weiteren Handel nach oben für 1 Minute ab. Dieselbe Strategie, wir sehen dieses Niveau, auf das der Preis mehrfach reagiert hat. Das ist genau der Grund, warum ich in diesem Fall ein Geschäft nach oben mache. Ich hoffe, das ist klar. Wie Sie sehen, es ist nur ein paar Minuten her und wir haben bereits 3 Geschäfte mit binären Optionen gemacht. Nach diesem Geschäft werden wir mit der Analyse von Forex beginnen. Ein weiteres Geschäft wird sicher mit Gewinn abgeschlossen. Ich hoffe, Sie haben das Wesentliche über binäre Optionen verstanden. Lassen Sie uns nun Forex aktualisieren. Gewinn und Verlust auf dem Forex hängen von der Abwägung ab, die wir erfasst haben oder von der Stärke, die Preis geht. Lassen Sie es mich anhand eines Beispiels erklären. Nehmen wir an, Sie machen in diesem Moment ein Geschäft nach oben und schließen es in diesem Moment. Die Auszahlung hängt von dieser Bewegung ab, also von der Strecke, die der Kurs zurückgelegt hat. Wenn Sie in diesem Moment ein Geschäft abschließen, der Kurs aber nach unten geht und Sie es auf diesem Niveau schließen, etwa hier, wird der Verlust anhand der Strecke berechnet, die der Kurs zurückgelegt hat. Um Gewinne und Verluste zu regulieren, muss man Take Profit und Stop Loss einstellen. Take Profit ist die Fixierung Ihres Gewinns und Stop Loss ist die Fixierung der Verluste. Wenn Sie also ein Geschäft auf diesem Niveau gemacht haben, zum Beispiel etwa hier, und hier Take Profit eingestellt haben, wenn der Preis dieses Niveau erreicht, wird Ihr Geschäft automatisch mit Ihrem fixierten Gewinn geschlossen. Ich hoffe, das ist klar bis jetzt. Und
Wenn Sie hier Stop-Loss eingestellt haben und wird Ihr Geschäft automatisch mit einem Verlust geschlossen, wenn der Preis dieses Niveau erreicht. Um ein Geschäft zu machen, müssen wir sein Volumen definieren. Zum Beispiel möchte ich $400 riskieren. Bestimmen wir nun Take Profit und Stop Loss. Also, ich habe die optimalen Take Profit und Stop Loss und mache ein Geschäft. Unser Geschäft ist eröffnet. Wir können es hier sehen. Wie wir sehen, ist unser Stop Loss etwa hier geschrieben und hier ist unser Take Profit. Anders als bei binären Optionen berücksichtigen wir bei Forex keine kurzfristigen Bewegungen. Unsere Aufgabe ist es, vorherzusagen, wohin sich der Preis langfristig entwickeln will. Natürlich können wir unsere Geschäfte jederzeit abschließen. Dazu klicke ich auf Positionen. Hier dann schließen und bestätigen. Auf diese Weise wird mein Geschäft mit einem Verlust abgeschlossen. Offensichtlich braucht man für Forex viel mehr Erfahrung und Wissen, viel mehr Übung. Also, lassen Sie uns jetzt ein Geschäft machen. Das erste, was man verstehen sollte, ist, dass es sehr wichtig ist, die gesamte Marktsituation zu analysieren, die wir auf Forex sehen. Auf dem eintägigen Zeitrahmen sehe ich, dass die Grafik von diesem Niveau aus zu fallen begann. Die allgemeine Trendbewegung ist also derzeit abwärtsgerichtet. Ich handle nur mit dem Trend, also betrachte ich nur ein Geschäft nach unten. Ich sehe, dass während dieser Abwärtsbewegung die Mindestwerte ständig aktualisiert wurden. Sie wurden immer niedriger und niedriger als das vorherige. Das bestätigt auch die Macht der Verkäufe. Ich hoffe, das ist klar. Jetzt habe ich den 4-Stunden-Zeitraum geöffnet. Die Bewegung ist ebenfalls abwärts gerichtet, aber ich sah diesen Handelskorridor aufgrund dieser Abwärtsbewegung. Und die Verkäufe haben am Ende auch gewonnen. Dies bestätigt, dass die Verkäufe hier dominieren, also werde ich ein Geschäft nach unten machen. Jetzt können wir auf dem einstündigen Zeitrahmen Take Profit und Stop Loss setzen. Wir sehen, dass der Preis ein wenig gestiegen ist, sich einem bestimmten kleinen Niveau genähert hat und von diesem bereits zurückgerollt ist. Also außerdem sehe ich, dass diese Kerze einen großen aufwärts gerichteten Schatten hat. Für mich bedeutet das, dass es definitiv einen starken Verkäufer gibt, der den Preis weiter nach unten drücken will. Also setze ich meinen Stop-Loss auf dieses Niveau und meinen Take Profit auf dieses. Auf diese Weise erhalte ich meinen Nettogewinn, wenn der Kurs unseren Take Profit erreicht. Wenn der Kurs unseren Stop-Loss erreicht, werde ich meinen Verlust fixieren. Jetzt machen wir das Geschäft endlich. Ich markiere meinen Stop-Loss mit einer horizontalen Linie und meinen Take Profit auch. Und ich schreibe den Preis für meinen Take Profit und Stop Loss auch hier hin. Mein Handel ist $100 und abwärts. Wie wir sehen, ist unser Handel eröffnet. Unser Stop Loss und Take Profit werden hier angezeigt. Wenn der Kurs den Stop Loss erreicht, verliert unser Geschäft. Wenn er unseren Take Profit erreicht, wird unser Geschäft automatisch mit Gewinn abgeschlossen. Hier wird unsere aktuelle Verlust oder Gewinn angezeigt. Ich hoffe, ich habe deutlich erklärt, wie der Forex-Handel funktioniert. Lassen Sie uns nun einige Schlussfolgerungen sehen.
So ist schon ein paar Tage her. Ich habe dieses Geschäft bereits vergessen, aber ich werde Ihnen das Ergebnis trotzdem zeigen. Wie Sie sehen, wurde unser Geschäft erfolgreich mit unserem Take Profit abgeschlossen. Wir haben das Geschäft in diesem Moment abgeschlossen. Unser Take Profit lag bei diesem Minimum. Nachdem wir diesen Geschäft abgeschlossen hatten, begann der Preis schnell zu fallen. Im Grunde genommen war dieser Take Profit unnötig. Hätte ich diese Grafik heute eröffnet, wäre das Geschäft trotzdem profitabel gewesen. Aber ja, es ist immer besser, kein Risiko einzugehen und sowohl Stop-Loss als auch Take-Profit zu setzen. Denn Disziplin ist beim Handel wichtig. Als Ergebnis dieses Vergleichs bin ich der Meinung, dass binäre Optionen eine bequemere und einfachere Art des Handels sind. Erstens erhalten Sie den Gewinn bei binären Optionen sofort. Und zweitens ist der Auszahlungsprozentsatz bei binären Optionen fixiert. Wenn Sie also Geschäfte abschließen, wissen Sie bereits, wie viel Sie verlieren oder fertigen können. Daraus können wir schließen, dass es viel einfacher ist, mit binären Optionen zu handeln. Und hier ist es viel einfacher, Ihre Gewinne zu zählen und Ihre Verluste zu regulieren. Es liegt natürlich an Ihnen zu entscheiden, was besser ist, Forex oder binäre Optionen. Wenn Sie sich mit dem Forex-Handel wohler fühlen, können Sie das gerne tun. Wenn es für bequemer ist, mit binären Optionen zu handeln, handeln Sie mit binären Optionen. Also, lassen wir uns ein letztes Geschäft mit binären Optionen abschließen. Ich mache ein Geschäft nach oben für 1 Minute. Was die Strategie betrifft, so ist sie ziemlich einfach. Ich sehe, dass die Unterstützungsebene hier erschienen ist. Der Kurs ist schon einmal von ihr abgeprallt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier jetzt wieder passiert, ist also ziemlich hoch. Wenn wir heranzoomen, sehen wir diese Kerze mit einem großen Abwärtsschatten und einem kleinen Körper. Diese Kerze deutet auf die Anwesenheit eines starken Käufers hin, der versuchen wird, den Markt weiter nach oben zu bewegen. Ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass ich heute auf meinem Telegram-Kanal eine Handelssitzung durchführe, bei der Sie mit mir zusammen verdienen können. Der Link ist in der Beschreibung. Da die Geschäft sicher mit Gewinn ab und mit dieser positiven Anmerkung können wir dieses Video beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!